Moin aus dem Wunderland. Heute geht es um die lebenden, verschwundenen und verletzten Figuren. Ich nehme euch mit auf die Anlage und nehme genau unter die Lupe, wo nur noch Füße stehen, und werde diese Figuren wieder zum Leben erwecken. So, ich werde mal meine Runde machen heute Morgen. Mal schauen, ob ich ein paar Details finde, die nicht mehr auf der Anlage sind. Es ist ja immer irgendwas im vorderen Bereich, was kaputt geht, verschwindet. Ah, da ist schon das erste. Es fehlen auf der Fanmeile ein paar Figuren. Hier sieht es ganz gut aus. Es sind nur noch Beine im Boot. Das ist ein bisschen wenig. Hier fehlt die nette Dame, die auf dem Flohmarkt wohl ein Kleid gekauft hat. Und sie steht leider nicht mehr vor dem Spiegel. Da muss also auch eine neue hin. Ein Koffer mit Schuhen daneben. Also man sieht, dass wenn man ganz gezielt schaut, findet man auf den ersten 15 Metern auf jeden Fall ganz viele Sachen, die denn doch fehlen, abgebrochen sind. Die Wäscheleine hängt auch gerade keiner mehr Wäsche auf. Es gibt immer ganz bestimmte Details, wo ich natürlich auch noch mal ganz genau hingucke. Dieser kleine blaue Flitzer gehört einem ehemaligen Kollegen, der jetzt schon in Rente ist. Und da schaut man natürlich und erinnert sich immer an die schönen Zeiten, wie er noch hier war. Aber sein Auto ist da. Und er steht auch noch daneben. Ein paar Fußballspielende Mönche fehlen. Der Elfmeterschütze fehlt und auch die anderen. Also müssen wir noch mal ein paar Mönche kleben. Also ich habe gedacht, wir gehen hier gemütlich einmal durch die komplette Anlage. Aber jetzt sieht man ja schon, dass auf den ersten 15 Metern so viel kleine Reparaturen zu machen sind, dass ich damit erstmal eine ganze Zeit lang beschäftigt bin. Ich habe jetzt die ganze Püppi-Kisten hier mal auf den Tisch gelegt und schau mal, ob ich da ein paar Figuren finde, die passen könnten, um das auf der Anlage auszubessern. Ein Fußballspielender Mönch wäre jetzt super. Also es gibt einige feste Szenen auf der Anlage, die auch wir in Foto festgehalten haben, dass dort auch wirklich immer die gleichen Figuren hinkommen. Das ist nach Bauabschnitten sortiert, wo die wichtigen und festen Szenen drin sind. Also hier riecht man ja förmlich den Lavendel. Dieses Bild ist sicherlich ganz, ganz vielen bekannt. Unser Liebespaar im Sonnenblumenfeld. So, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn ich jetzt euch jede Szene, feste Szene zeigen würde, dann hätte ich heute keinen Feierabend mehr. Aber jetzt, so wie ich, die Reparaturen jetzt an diesen Stellen macht, das sind keine festen Szenen. Da könnte ich jetzt auch eine andere Figur hinstellen. Es wäre zu viel Aufwand, zu jedem Kollegen oder Abschnittspaten zu gehen und zu fragen, was stand denn dort mal. Somit lebt die Anlage auch. Es verändert sich die Farbe der Figur oder auch vielleicht minimal die Bewegung. Also ich habe da freie Entscheidung, was ich dort jetzt hinsetze. Ist zwar nicht ganz Flohmarkt-Style, aber auch sowas bekommt man da. Die würde ich in die engere Wahl nehmen. Oder hier diese Super Lady mit Hut. Also mir fehlt jetzt noch jemand mit einer Einkaufstasche, so ein Einkaufbag für die Fanmeile. In meinen ganzen Püppis habe ich jetzt nichts entdeckt. Ich gehe jetzt noch mal ins Figurenlager und schau mal, was wir da haben. Gefunden! Da sind ein paar Damen mit Einkaufsbeuteln und Taschen. Die werde ich mit auf die Fanmeile setzen. So, die Figuren sind zusammengesucht und jetzt werde ich ein bisschen Equipment dafür noch brauchen. Und dann nehme ich euch mit auf die Anlage und hauch den Verlorenen und Verletzten und Verschwundenen wieder Leben ein.
so kleine Diskussion zwischen Eheleuten, welche Richtung gehen wir. Und die kleinen weißen Flecke werde ich nachher noch mit grauer Farbe ein bisschen kaschieren, weil man kriegt es nicht immer richtig hin oder nicht immer hundertprozentig hin. Manche haben größere Füße und auch größere Schuhe an und deswegen bleiben noch kleine weiße Stellen über. Die werde ich nachher noch ein bisschen bearbeiten. Nächste Station, Schlauchboote. So, mal ein anderer Blick hier heute mit Robbe. Und hier werden wir den gemütlichen Herrn reinsetzen. So. Also ich werde jetzt mal die Dame hier vor dem Spiegel platzieren. Ja, wirklich auch gut zu sehen, dass man im Spiegelbild sie noch mal sieht. Das gefällt mir. Vielleicht ist es ja jemand von euch aufgefallen, mir leider nicht, das passiert auch mal. Das Motorrad ist komplett auch zerstört. Da muss ich allerdings in die Modellbautechnik gehen. Das ist ein beleuchtetes Fahrzeug und das muss erneuert werden. So, er nimmt Anlauf, unser 11 Meter Schütze der Mönche. Super, die sind wieder komplett. So, apropos Mönche. Ihr habt ja gesehen, dass ich die fußballspielenden Mönche gesetzt habe. Einen besonderen Mönch haben wir natürlich hier in Skandinavien. Jeder oder ganz, ganz viele von euch werden diese Szene kennen. Es ist ein ganz besonders gesichertes Figürchen. Egal, wer hier vorne schon an dieser Kante gestanden hat, ist immer wieder verschwunden. Und jetzt haben wir... Hilfe, Hilfe, ich werde entführt, lass mich sofort runter. Und wenn ich ihn mir so anschaue, müssten wir ihn mal wieder neu anmalen, weil er ist doch schon ein bisschen abgegrabbelt, nenne ich das mal. Ich habe euch jetzt einen kleinen Teil der Arbeit gezeigt, die hier morgens so anliegt. Das waren leider ja nur noch nicht mal 15 Meter und man sieht, was an der Anlagenkante doch viel kaputt geht oder abbricht. Um wirklich alles richtig und die gesamte Anlage in den vorderen Bereichen wieder instand zu bringen, müssten, glaube ich, alle 450 Mitarbeiter jeder 2 Meter übernehmen. So machen wir es natürlich nicht. Wir machen jeden Morgen unsere Runde und versuchen so viel wie möglich dort wieder zu reparieren. Ihr seht, ich habe noch viel zu tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.